Daten sind das neue Gold. Den Satz, den habe ich schon öfter gehört. Aber was es konkret für Unternehmen heißt, das weiß ich auch nicht so genau. Jeden Tag erzeuge ich jede Menge Daten mit meinem Verhalten. Und ich teile sie sogar. Das machen Maschinen doch auch. Und sie sammeln sie und teilen sie. Daraus können doch neue Geschäftsmodelle entstehen. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, wieso ich auf dem Bauernhof rumstiefel. Klar, weil hier jede Menge Gold, Daten geschürft werden. Und welche neuen Geschäftsmodelle durch die Datenerzeugung auf dem Bauernhof entstehen, naja, das könnten wir ja die Rosina mal fragen. Hm? Die hat keine Lust, ja. Wenn wir dich nicht fragen, wen fragen wir dann? Und ich bin jetzt im Stall mit Claudia. Du bist Diplom-Agraringenieurin und Datenexpertin. Welche Daten werden denn hier erzeugt und wie erfasst ihr die überhaupt? Naja, ihr seht hier ganz viele Kühe bei uns im Stall und diese Daten werden bei uns erfasst durch die Transponder, die am Halsband haben. Diese roten Dinger unten, genau. Welche Daten erzeugt jetzt die Rosina? Zum Beispiel Bewegungsdaten können wir erfassen mit ihr. Damit kann man sehr gut auf die Fitness oder auf die Gesundheit der Kuh Rückschlüsse ziehen. Das heißt, die hatten so eine Art Fitness-Tracker um den Hals. Das ist sozusagen ein Fitness-Tracker, genau. Und ich kann sie zum Beispiel auch theoretisch im Stall tracken. Also wenn ich sie suche und will irgendwas von ihr, kann ich auch sehen, wo sie sich im Stall befindet. Wie schaut es jetzt bei der Rosalina aus? Naja, du kannst hier schauen, ich habe hier die Daten auf dem Handy, du kannst von der Rosalina eigentlich alles, die sehen, sie ist 222 Tage im Moment in der Laktation, das heißt dann, sie hat so lange gekalbt, sie ist schon wieder tragend, 81 Tage und sie hat 29,1 Liter. Sie ist eine ganz stabile Kuh, hat eine gute Eutergesundheit, also all das können wir sehen. Wo helfen euch die Daten denn noch? Aber wir können natürlich alle möglichen Daten über die Kühe erzeugen und geben die auch an die Partner weiter, also an Zuchtverband, an die Milchkontrolle etc., sodass also auch übergeordnet zum Beispiel für Hessen die Gesamtmilchleistung errechnet wird über den Kontrollverband etc. Aber das können wir uns ja auch mal hinten am Roboter anschauen. Schauen wir mal. Genau. Hier wird immer die Kuh angezeigt, die jetzt gerade im Roboter am Melden ist. Und hier haben wir das Gleiche, was wir eben auch schon gesehen haben. Und jetzt wird sie gebürstet, jetzt wird sie sauber gemacht. Stehen Schlange oder? Ja, ja. Die kommen dann automatisch rein, also du führst die rein, dann stehen die an, die wissen aber, dass jetzt auch... Die gehen von ganz alleine. Das erspart dir ja jede Menge Arbeit. Ja, das ist also... Das heißt, ihr habt auch eine Maximalkapazität. Also wir sehen jetzt, das ist zum Beispiel eine, sie ist ein bisschen fleißiger als die Rosalina. Die hat 49 Liter aktuell im Moment. Man sagt dazu frischmelkende Kuh, das heißt, sie ist relativ kurz erst in Milch. Die hat also 112 Tage gekalbt. Ja. Und wenn sie gekalbt hat, hat sie die höchste Milchleistung so nach 60 bis 100 Tagen. Die Farbe wird auch gemessen. Ihr könnt ja mal einen Bluterguss zum Beispiel haben. Wenn die Kuh sie tritt oder sowas, dann wird hier auch angezeigt Blut in der Milch. Also das sind unheimlich viele Informationen, die wir über die Kuh hier sammeln können. Wie helfen dir jetzt diese ganzen Daten? Die Daten haben die Überwachung der Kühe deutlich vereinfacht und geschärft auch. Man muss immer noch den Fokus auf der Kuh haben, aber diese Daten bringen mir viel schneller Informationen, als ich sie mit bloßem Auge erkennen kann. Zum Beispiel diese Leitfähigkeitsdaten für die Euterüberwachung. Der zeigt mir das häufig hier schon an, bevor ich das überhaupt visuell sehen kann. Jetzt habt ihr so viele Daten hier. Monetarisiert ihr die auch? Nein, aktuell wird daraus kein Nutzen gezogen. Also wir geben nur Daten ab für alle möglichen Menschen, aber wir haben davon keinen Nutzen. Heißt doch immer, Daten sind das neue Gold. Ja, vielleicht kommt das irgendwann. Also ich meine, da sind natürlich Dinge im Gespräch, aber wahrscheinlich sind auch die Schnittstellen einfach noch nicht da, dass sich andere Firmen für diese Daten explizit interessieren können. Und wie wir Schnittstellen monetarisieren können, dafür haben wir einen alten Bekannten an Bord geholt. Joris, du musst auch mal in die frische Luft. Und jede Menge frische Luft hier. Wie kann der Weidenhof demnächst vielleicht Geld damit verdienen? Ja, es ist super spannend, weil der Weidenhof sammelt ja jede Menge Daten hier bei den Kühen. Und jetzt stell dir mal vor, diese Daten werden von einem Partner genutzt, der in der Region neue Nahrungsmittel anbieten möchte und der schauen möchte,
Welche Möglichkeiten gibt es denn da? Gibt es zum Beispiel Kühe, die ein gewisses Milcheiweiß nicht produzieren und kann man daraus neue Nahrungsmittel kreieren? Und der Weidenhof würde sozusagen an den Daten mit profitieren. Jetzt haben wir auf dem Bauernhof ein Meer an Daten. Was können wir damit anfangen? Was kann man mit diesen Daten machen, wenn man anfängt, sie zu strukturieren? Und gehen wir doch mal in unser Heimatgebiet Finanzdaten. Wenn du dir die Transaktionsdaten von dir anschaust, dann findest du da drin deine Einkaufsgewohnheiten, wofür du Geld ausgibst, was du so kaufst und machst. Aber wenn du jetzt so das Mehr an Bankdaten betrachtest, über die Kunden hinweg, dann ist das natürlich super aufschlussreich, um zu sehen, wo bewegen sich Kunden gerne, wie viel Zeit verbringen sie beispielsweise in Einkaufsstraßen, wie ist so der typische Weg der Kunden. Und mit den Daten entstehen neue Geschäftsmöglichkeiten für zum Beispiel Läden. Du kannst ihnen sagen, wo macht es Sinn, sich anzusiedeln. Was muss denn jetzt passieren, damit wir die Daten besser nutzen können? Zum einen brauchst du die technischen Schnittstellen, APIs, die gibt's ja auch schon, ja, aber dass du die Daten zugänglich machst. Das Zweite, was du brauchst, dass wir wegkommen von diesen Inseln, also dass die Daten der Landwirtschaft mit anderen Industrien verbunden werden können, beispielsweise mit uns als Bank. Und das Dritte, was du dann brauchst, ist, dass du über Partnerschaften diese neuen Produkte kreierst, beispielsweise ein Landwirtschaftsdarlehensprodukt von uns als Bank basierend auf diesen Daten.